Hogwarts Legacy ist eins der meistgehypten Spiele im Jahr 2023 und wir schauen uns heute die verschiedenen Versionen an, die es davon gibt, und ich sage euch am Ende des Videos, welche Version für euch die beste ist. Hogwarts Legacy kommt in weniger als 2 Wochen raus und bis zum Release und darüber hinaus werde ich auf diesem Kanal Videos dazu produzieren. Wenn ihr also kein Thema zu Hogwarts Legacy verpassen wollt, dann lasst jetzt gerne ein Abo auf diesem Kanal da. Aber fangen wir an mit den 3 Editionen. Wir haben zum einen die Standard-Edition, die beinhaltet das Basisspiel und einen Vorbestellerbonus, nämlich den Onyx-Hippogreifen. Wir haben ja ungefähr in einigen Trailer-Abschnitten gesehen, wie das Ganze aussehen könnte, wenn wir mit einem Greifen in der Luft fliegen und Hogwarts entdecken. Allerdings war es das Ganze auch schon, ist ja auch nur die Standard-Edition. Die zweite Edition ist die Deluxe-Edition. Meiner Meinung nach die beste Edition von allen. Die beinhaltet natürlich auch das Basisspiel und ein paar weitere Gimmicks, unter anderem das Paket der dunklen Künste. Dort bekommt ihr ein Reittier, nämlich das Testral, also ihr habt wahrscheinlich alle schon den Tod gesehen, und ein Kosmetikset der dunklen Künste. Das Highlight hier meiner Meinung nach ist der Totenkopf oder die Totenkopfmaske. Es gibt dazu noch eine Kampfarena, die wurde uns ja auch schon in einem extra Video gezeigt, nämlich die Kampfarena der dunklen Künste. Und für alle Personen, die sich diese Deluxe-Edition digital kaufen, ihr bekommt noch eine Feldmütze der dunklen Künste. Und dort habt ihr einen Totenkopf auf dem Schirm zu sehen, der sich so leicht bewegt. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, was das sein könnte, was der Hintergrund da ist. Zu guter Letzt bekommen wir den meiner Meinung nach größten Boni in dieser Edition. Ihr könnt 72 Stunden vorher spielen. Ihr könnt also nicht am 10., sondern am 7. Februar das Ganze anfangen zu zocken, und jeder von euch muss sich überlegen, ob sich die 10 € für 3 Tage früher Spiel lohnen. Für mich auf jeden Fall schon, gerade weil ich mir in der Woche Urlaub genommen habe. Dementsprechend für mich auf jeden Fall definitiv ein sehr guter Boni. Die letzte Edition ist wohl die interessanteste von allen, nämlich die Collectors Edition. Hier haben wir alle Inhalte der vorherigen Edition, also die Standard-Edition und Deluxe-Edition sind natürlich integriert. Wir haben dazu aber noch on top 3 weitere Dinge. Zum einen ein Steelcase, wo das Logo, das Wappen von Hogwarts zu sehen ist vorne. Dann ein weiteres kosmetisches Item, nämlich den Kelpie-Umhang. Der hat so eine grüne Aura auf dem Stoff und die finde ich ziemlich interessant. Und dann gibt es noch natürlich das größte, das prominenteste Stück in dieser Edition, einen lebensgroßen schwebenden Zauberstab der alten Magie mit einem Buchsockel. Das Besondere ist hier, der Zauberstab schwebt über dem Buch. Das wird wahrscheinlich technisch gesehen mit Magneten gemacht. Es gibt ja auch diese Sachen für Schuhe, dass die dann so schweben. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Und das ist ziemlich interessant. Ihr habt auf dem Buch selbst die Karte von Hogwarts und der Umgebung drauf. Und auf der Rückseite des Buches, und man kann es übrigens jetzt nicht einklappen, aber auf der Rückseite habt ihr das Symbol der alten Magie und eine grün-bläuliche Gestalt, wo ich noch nicht ganz genau weiß, was das für eine ist. Wenn ihr es wisst, lasst es mich wissen. Und das waren die Inhalte für alle in den verschiedenen Editionen. Wenn ihr jetzt jedoch eine PlayStation-Version vorbestellt habt, dann kriegt ihr noch 2 weitere Boni. Zum einen bekommt ihr die Quest Heimgesuchtes Geschäft in Hogsmeade und ihr bekommt noch ein Trankrezept für Felix Felicis. Das ist in der Wizarding World auch als flüssiges Glück bekannt und kennt ihr wahrscheinlich aus der Filmreihe. Wenn ihr diesen Trank oder das Rezept nutzt und den Trank herstellt, dann gibt der euch einen Ingame-Tag lang Ausrüstungstruhen oder zeigt euch Ausrüstungstruhen auf der Minikarte, und somit könnt ihr vielleicht einen Tag lang nur farmen oder looten oder die 100% voll machen, wenn ihr auf Trophäen aus seid. Ihr müsst allerdings jedoch diesen Trank jedes Mal neu machen. Ihr habt ja nur das Rezept, aber dennoch denke ich eine tolle Sache. Wenn ihr die PlayStation 5 Version vorbestellt habt, dann habt ihr noch einen Bonus. Und zwar den DualSense Controller. Der bietet euch durch die verschiedenen Effekte vom Controller eine Menge Immersion. Bedeutet zum Beispiel, ihr rast mit einem Schienenwagen durch die Mine, dann spürt ihr das an diesem Controller. Ihr habt zum Beispiel auch die Farbe eures Hauses, wird hier in dem Lichtbereich angezeigt. Ihr habt noch viele weitere Effekte und ich bin gespannt, was dort noch alles kommen wird. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich möchte diese Collectors Edition unbedingt kaufen, dann müsst ihr ziemlich tief in die Tasche greifen, denn Mitte Dezember im Jahr 2022 wurde diese Version für die Vorbestellung freigegeben und war innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft. Das hat damals 300 € gekostet und wird jetzt auf eBay und verschiedenen Plattformen für deutlich mehr verkauft. Meiner Meinung nach habt ihr noch das Glück oder die Chance, eventuell physisch diese Edition zu bekommen, eventuell bei Mediamarkt, GameStop oder halt verschiedenen Läden, die sowas anbieten. Dennoch aber für 300 € finde ich das schon ziemlich krass. Ich meine, die Technik ist cool, gerade mit dem Buch und dem schwebenden Zauberstab.
aber für 300 € finde ich das schon ziemlich krass vom Preis. Die Deluxe-Edition ist dahingegen vom Preis und von der Leistung auch, denke ich mal, deutlich besser. Ihr zahlt da auf dem PC 70 € und auf den Next-Gen-Konsolen 85 €. Auf den Last-Gen-Konsolen, also PS4 und Xbox One, zahlt ihr 80 € dafür. Und ich denke, das ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch mit die beste Edition. Ihr habt da wirklich eine Menge Dinge, die euch einen Mehrwert bieten und vor allen Dingen halt 3 Tage früher spielen ist schon ein riesiger Mehrwert meiner Meinung nach. Zu guter Letzt kommt die Standard-Edition, die kostet auf dem PC 60 €, auf den Old Gen 70 und auf den Next Gen 75. Und lasst mich doch gerne mal wissen, welche Version ihr euch schon vorbestellt habt oder welche ihr euch kaufen wollen würdet. Für alle Personen, die die PlayStation 4 oder Xbox One Variante übrigens kaufen werden, ihr könnt erst am 4. April loslegen. Denn die Portierung dauert dort wahrscheinlich ein bisschen länger, dass es eben bugfrei wird oder bugfrei bleibt. Alle Besitzer mit einer PlayStation 5 oder Xbox Series X oder PC-Fassung, ihr könnt schon am 10. Februar spielen. Ist ein bisschen schade, aber besser als ein verbuggtes Spiel auf den alten Konsolen zu haben. Doch was ist denn jetzt die beste Edition von diesen dreien? Ich denke wirklich, ich habe es auch schon vorher mehrfach erwähnt, die Deluxe-Edition ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis die beste. Ihr habt dort wirklich eine Menge Boni und vor allen Dingen diesen Vorabzugriff, der ist schon sehr attraktiv. Und ich habe zum Beispiel einen PC und eine PlayStation 5, könnte also auf beiden das Spiel mir kaufen, habe mich aber für die PlayStation-Version entschieden, alleine wegen den ganzen Features, die der DualSense-Controller mir bietet und den Vorbesteller-Boni. So habe ich einfach das komplette Paket und ich würde euch auch das gleiche empfehlen. Das war es aber erstmal von mir heute. Ich bedanke mich bei euch. Bleibt gerne mit hier auf diesem Kanal, wenn ihr keine Hogwarts Legacy Videos verpassen wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche euch was, Freunde. Vergesst den Daumen nach oben nicht. Bis dahin, tschö mit Ö und ciao mit V.